Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zum Osterfilm hier in der Aquarellwerkstatt. Heute malen wir zwei kleine Motive, die ihr dann später wieder zu Osterkarten verbasteln könnt. Folgende Farben verwende ich für unsere heutigen Motive: Ultramarin Feinst von Schminke, Cadmiumfreies Cadmiumrot von Winsor & Newton, Cadmiumgelb Alizarin Karmesin von Winsor & Newton, Perilane Green von Daniel Schmidt, Cadmiumorange von Winsor & Newton. Außerdem brauche ich ein wenig Pinselseife, Maskierflüssigkeit von Schminke und einen Kunststoffpinsel, einen Rotmarderhaarpinsel, hier der Maestro Serie 35 von Da Vinci Größe 7 und eine alte Zahnbürste. Hier liegt schon die Skizze für unser erstes Motiv. Die beiden Rotkehlchen nutze ich als Referenzbilder. Skizze und Fotos kommen wieder für die Unterstützer der Aquarellwerkstatt per Mail. Wie wir die Osterkarten mit einem schönen Passepartout versehen und fertig basteln, zeigen wir in den Filmen der früheren Jahre. Ihr könnt die Kartenrohlinge immer noch per Mail bei uns bestellen. Das Angebot für ein Set Karten findet ihr verlinkt unter dem Film. Ich beginne mit einer wässrigen Lasur aus Zylinblau und Sienna gebrannt und male zunächst den Ast, auf dem die beiden Vögelchen sitzen. Hierbei achte ich darauf, dass die Mischung abwechslungsreich bleibt und die Farben sich auf dem Papier schön miteinander vermischen können. Mit Cadmium Orange und Rot werden jetzt die Brustfedern der beiden Rotkehlchen gemalt. Auch hier wieder mit genügend Wasser im Pinsel. Das übrige Gefieder möchte ich in einem neutralen Grauton halten. Ich arbeite wieder mit Sienna gebrannt und Zylinblau oder Ultramarinblau, wie schon vorher bei den Ästen. Ihr seht hier, wie das Rot des Brustgefieders stellenweise in die neue Farbmischung hineinläuft. Dies ist willkommen. Solche wässrigen Verläufe machen das kleine Motiv malerisch und verhindern, dass es ausgemalt aussieht. Nun variieren die Grautöne mal mit weniger und mal mit mehr Pigment und so male ich die beiden kleinen Vögel fertig. Im Schwanzgefieder arbeite ich noch ein wenig dunkler und nehme hier in die Mischung aus Blau und Sienna gebrannt noch etwas kühles Rot hinein. Auch die Beinchen und die Schnäbel male ich jetzt relativ dunkel. Als nächstes kommt das grüne Blattwerk, das wir hoffentlich auch bald wieder in der Natur zu sehen bekommen. Ich arbeite es mit verschiedenen Mischungen aus Green Apatite Genuine und Cadmiumgelb und spritze auch ein paar kleine Formen mit dem Pinsel auf.
Dunklere Grünflächen mit Perylane Green ergänzen hier das Blattwerk. Im zweiten Farbauftrag kann ich die schattige Seite des Astes noch etwas intensivieren. Mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau male ich die dunkle Kante des Astes und löse sie zur hellen Seite hin mit ein wenig klarem Wasser an. Auch die Vögel bekommen noch eine kräftige zweite Lasur mit leuchtendem Cadmiumrot. Die Augen male ich mit Neutraltinte, einem schönen, kräftigen, dunklen Akzent. Um den linken Vogel herum schließe ich die grüne Form noch etwas, so dass dieser Vogel ein wenig mit dem Hintergrund verschmilzt, während der Vogel auf der rechten Seite sehr allein und für sich steht. Jetzt bin ich mit diesem kleinen Motiv eigentlich ganz zufrieden. Es ist ja nur eine kleine, skizzenhafte Vignette und sieht mit dem weißen Büttenkartenrahmen schon ganz gut aus. Die zweite Osterkarte ist nun etwas ganz anderes. Ich habe einfach diesen Schriftzug mit Bleistift aufgetragen und werde jetzt die Buchstaben zunächst maskieren. Ich trage Rubbelkrepp von Schminke auf die Buchstaben und die gezeichneten Schatten auf. Jetzt muss alles erst einmal gut trocknen. Für diese Karte möchte ich einen richtig fröhlichen und lebhaften Hintergrund malen. Das gelingt am besten mit einer alten Zahnbürste und verschiedenen gespritzten Farbaufträgen. Ich beginne mit einem hellen Cadmiumgelb und spritze die kleinen Punkte auf das Blatt. Dabei öfter mal die Richtung wechseln und ziemlich dicht am Papier bleiben, sonst landet die Farbpracht eher auf der Kleidung oder auf den Möbeln in der näheren Umgebung. Weiter geht es mit Cadmiumrot, Orange oder einfach anderen Farben, die dir gefallen. Ich nehme später auch etwas kühles Rot, hier Alizarin Karmesin, mit hinzu. Diese Technik werde ich vor Ostern bestimmt noch mit meinen Enkelkindern ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie an dieser Maltechnik besonders viel Spaß haben. Ich föhne einmal zwischendurch, um dann noch eine Lage Farbe aufzuspritzen. Wenn das gesamte Blatt schön bunt gefüllt ist und wieder getrocknet, wird das Rubbelkrepp abgenommen. Nach dem Entfernen der Maskierflüssigkeit entsteht hier der helle Ostern-Schriftzug und ich kann nun die Schatten mit einem Violettton zunächst ausmalen.
So könnte die Karte jetzt eigentlich auch schon bleiben, aber ich möchte die Buchstaben gerne noch etwas bunter gestalten. Ich male sie mit verschiedenen strahlenden Farben. Hier könnte ich mir ganz verschiedene Farbvariationen vorstellen. Meine Karte ist jetzt bis auf den vorwitzigen grünen Buchstaben im warmen Gelb-Orange-Rot-Bereich gehalten und wird dadurch schön fröhlich und bunt, aber trotzdem einigermaßen harmonisch. Ihr habt bestimmt noch andere Ideen für Farbzusammenstellungen und vielleicht malt ihr dieses Motiv auch in diesen Tagen mit euren Kindern oder Enkelkindern oder Nachbarskindern und werdet bei der Gelegenheit wahrscheinlich sehen, wie mutig und stimmig Kinder oft mit den Farben umgehen können. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Osterfest und sage erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.